Das ist Storkwitz in Sachsen. Ein unscheinbarer Ort. 150 Einwohner, umgeben von Ackern. Doch etwa 500 Meter westlich des Ortszentrums ist etwas verborgen, tief unter der Erde. In den 1970er Jahren hat hier ein Bohrtrupp nach Uran gesucht. Doch stattdessen fanden sie was ganz anderes. Elemente wie Cer, Lanthan und Praseodym, sogenannte seltene Erden. Zu der Zeit dachte noch keiner daran, diese Rohstoffe zu nutzen. Das Vorkommen in Storkwitz wurde nie ausgebeutet. Heute spielen seltene Erden eine ganz andere Rolle. Sie sind allgegenwärtig und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Doch in den letzten Jahrzehnten haben wir uns in eine Abhängigkeit begeben. Eine Abhängigkeit, die uns angreifbar macht. Warum sind seltene Erden so wichtig? Wie viel davon gibt es in Deutschland? Und wie können wir uns aus der Abhängigkeit begeben? Seltene Erden stecken in Elektromotoren, Windturbinen und Smartphones. Ohne sie läuft in unserer modernen Welt fast nichts. Der Name klingt geheimnisvoll. Fast so, als gäbe es davon nur ein paar Gramm auf der Welt. Doch seltene Erden sind gar nicht selten. Im Gegenteil. Viele dieser Rohstoffe kommen in der Erdkruste so häufig vor wie Kupfer oder Blei. Besonders viele dieser Elemente brauchen wir vor allem für eins: Magnete. In einem Elektroauto stecken heute bis zu 3 Kilogramm seltene Erden. In einem einzigen Offshore-Windrad sogar bis zu 300 Kilogramm. Das Forschungsunternehmen Roskill prognostiziert für 2030, dass 36% der seltenen Erden allein für Magnete verwendet werden. Sie sind essentiell für die Energiewende. Damit ist klar, in der Zukunft brauchen wir mehr davon. Doch woher sollen die seltenen Erden kommen? Heute sieht die Realität so aus. Große Teile kommen aus wenigen Ländern. Vor allem aus China. Die Importe in Deutschland von chinesischen Komponenten liegen zwischen 90 und 100%. Das spart Kosten, aber schafft Abhängigkeit. Gerade in Zeiten wie diesen ist das nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine sicherheitspolitische Frage. Wenn Lieferketten stocken, politische Konflikte entstehen oder Exporte eingeschränkt werden, dann merken wir plötzlich, wie verletzlich unsere Industrie ist. Japan hat das im Jahr 2010 zu spüren bekommen, als China den Export von seltenen Erden von heute auf morgen gestoppt hat. Die Preise explodierten daraufhin. Ein Schock, den Japan seither als Chance nutzt, um sich langsam aus der Abhängigkeit zu befreien. Kann Deutschland sich ein Beispiel daran nehmen? Die Antwort darauf ist komplex, denn am Vorkommen allein hakt es nicht. Der Weg vom Rohstoff bis zum Endprodukt ist lang und aufwendig. Erstmal hat man eigentlich die klassische bergbauliche Gewinnung, dass man Erz gewinnt, dieses wird aufgebrochen, gemahlen, dann gibt es eine sogenannte Flotation, wo die einzelnen Elemente abgeschöpft werden, um ein Konzentrat herzustellen. Und dann beginnt das eigentlich Aufwendige. Weil diese Elemente chemisch extrem ähnlich sind, muss man sie sehr aufwendig trennen. Gerade dieses Know-how, wie das funktioniert, das ist in der westlichen Welt eigentlich komplett verloren gegangen. Und da liegt das eigentliche Problem. Um seltene Erden nutzbar zu machen, braucht es viele Schritte. Bergbau, chemische Trennung, Aufbereitung und Entsorgung von Rückständen. Damit verbunden sind enorme Kosten. Und vorher müsste man erst Technologie und Wissen wieder nach Europa holen. Was können wir also tun, um eine stabile Zukunft zu sichern? In Deutschland haben wir in wirtschaftlich gewinnbaren Anreicherungen tatsächlich nicht wirklich was. Da müsste man eher zumindest so auf die EU-Nachbarstaaten gucken, um hier innerhalb Europas was gewinnen zu können. Es ist eher das Problem der Umsetzung, hier wirklich zu investieren, um dort wirklich nachhaltig was zu gewinnen, was die Versorgungssicherheit erhöhen würde. Man spricht hier schnell von 1 Milliarde, bis man tatsächlich ein Bergwerk aufgebaut hat.
Doch in Deutschland sind bereits viele seltene Erden vorhanden, nicht etwa als Vorkommen in der Erde, sondern sie stecken bereits in unseren Produkten drin. Das Problem? Wir werfen sie zu schnell weg. Innovation könnte den entscheidenden Unterschied machen. Was Deutschland nämlich kann, ist Recycling. Kreislaufwirtschaft ist extrem wichtig, wenn man bei seltenen Erden anfangen möchte, auch autonomer zu werden. Wenn hier große Windkraftanlagen abgebaut werden, macht es natürlich Sinn, diese im Kreislauf zu führen und dann auch innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas zu recyceln. Unternehmen wie Heraeus Remloi spezialisieren sich auf das ressourcenschonende Recycling von Magneten. Im Vergleich zur Erschließung neuer Lagerstätten dürfte dies der deutlich schnellere Weg sein, Zugang zu seltenen Erden zu bekommen. Aber auch hier, die Kosten sind noch immer zu hoch. Doch sind hohe Kosten vielleicht der Kompromiss, den wir eingehen müssen für mehr Sicherheit? In der westlichen Welt geht der Trend hin zu einer Preisgarantie. Es wird stark fokussiert auf den sogenannten Floorpreis, also eine sogenannte Preisuntergrenze, dass Produzenten garantiert wird, okay, China kann zwar günstiger produzieren, aber wir sichern euch zu, wenn ihr produziert, bekommt ihr Preis XY zugesichert, dass sich die Produktion lohnen kann. Ein Aufpreis ist ja immer relativ. Die Preise für seltene Erden sind gerade so gestaltet, dass sie mutmaßlich, es gibt nicht die wirklichen Beweise dafür, aber mutmaßlich sehr stark vom chinesischen Staat subventioniert sind, um hier überhaupt diese Abhängigkeit aufzubauen. Sprich, ein Aufpreis ist es gar nicht unbedingt, sondern es ist ein realistischer Preis, den man für die Gewinnung zahlen müsste und nicht den subventionierten Preis, auf den man sich lange Zeit einfach verlassen hat. Die Kosten, die man hätte, wenn es Lieferausfälle gibt, sind bei weitem höher als die tatsächlichen Preise für die einzelnen Materialien. Die Lagerstätte in Storkwitz bleibt unberührt. Neuere Bohrungen haben gezeigt, das Vorkommen ist zu gering und somit nicht wirtschaftlich. Die Lösung liegt möglicherweise in einer Mischung aus Diversifizierung, Recycling und Förderung der heimischen Produktion. Eine resiliente Wirtschaft, die nicht von einzelnen Rohstoffen, Ländern oder Lieferketten abhängig ist. Für mehr Sicherheit, mehr Kontrolle, mehr Unabhängigkeit. Hier muss Europa einfach schneller werden und auch Geld in die Hand nehmen, ganz salopp gesagt. Also es funktioniert nicht über Reden, sondern man muss investieren.